Ja, ich hab's mir überlegt. Ich fahre mit Stella und Charlie in die Pfalz. Carla, willst du dir das wirklich antun? Na, dann weiß ich wenigstens, was zwischen den beiden läuft. Und vielleicht kann ich ja auch das ein oder andere verhindern. Wir sollten Lotto spielen bei dem Glück, das wir in der Liebe haben. Wieso? Ist was mit Matthias? Eben nicht. Aber Lydia hat mir ein paar ganz komische Fragen gestellt. Hast du ihr erzählt, dass du an ihm interessiert bist? Ich konnte es gerade noch mal abwenden. Gott sei Dank hat sie da nicht weiter nachgehakt. Du Arme. Das stelle ich mir ziemlich anstrengend vor. Du musst es aber auch gleich mit der ganzen Familie aufnehmen. Ohne die Kinder und das Baby wäre es sicher einfacher. Aber eigentlich stört mich die Familie nicht. Ich mag den Trubel dort. Du bist aber in erster Linie schon an Matthias interessiert, oder? Ja, natürlich. Oder hast du etwa gedacht, ich suche eine Ersatzfamilie? Hast du schon einen Abnehmer gefunden? Das war kein Problem. Auf der Welt gibt's überall Leute, die Waffen brauchen. Gut. Dann kann der Deal ja bald über die Bühne gehen. Und Carla hat nichts gemerkt? Nein, sie hat überhaupt keine Ahnung, dass die Geschäfte über ihr Konto laufen. Oh, wie sich die Presse darauf stürzen wird, wenn herauskommt, dass die saubere Carla von Landstein Waffen verkauft. Ja, die Beweise werden erdrückend sein. Dann wird ihr wohl nichts anderes übrig bleiben, als von ihrem Posten zurückzutreten. Und dir wird nichts anderes übrig bleiben, als die Leitung der Lahnstein Holding zu übernehmen. Hast du schon das Treffen mit unserem russischen Freund arrangiert? Ja, Carla trifft ihn heute Mittag. Sie denkt, er ist ein Kunsthändler. Ich melde mich dann, wenn es soweit ist, ja? Sehr schön. Bis später. Was machen Sie hier? Ich suche Prinzessin Luise. Die ist nicht hier, wie Sie sehen. Wie lange stehen Sie denn dort schon? Ich bin gerade erst gekommen. Luise wird dann wohl oben sein. Ich habe gerade Nachricht von unserem russischen Freund bekommen. Er trifft sich im Moment mit Carla. Ich werde Frau von Lahnstein sofort informieren. Und Sie bleiben bitte bei dem Kind. Ansgar, ich melde mich später nochmal. Justus, gibt es ein Problem? Das Kindermädchen hat mich gerade informiert, dass Sophia Fieber hat und sich nicht wohlfühlt. Und deswegen wollen Sie gleich Carla anrufen? Ich habe Anweisung, Sie sofort zu informieren, wenn etwas mit Ihrer Tochter ist. Das lassen Sie schön bleiben. Carla ist in einem wichtigen Meeting und darf nicht gestört werden. Aber ich habe Anweisung. Ich werde nach der Kleinen sehen. Vielleicht bekommt sie nur ein Backenzähnchen. Verzeihung, ich bin mir nicht sicher, ob das im Sinne von Frau von Lahnstein ist. Haben Sie Kinder? Nein. Wissen Sie, was zu tun ist, wenn bei einem Baby die Temperatur über 40 Grad steigt? Nein, darum wollte ich mich ja bei der Gräfin informieren. Wenn es rote Pusteln bekommt, nicht mehr trinken will, anfängt zu keuchen? Aber denn ich habe das mit Hannes schon mal alles durchgemacht. Deswegen lassen Sie Carla an der Sitzung und überlassen die Kleine mir. Damit ist sie in den besten Händen. Ich möchte nur noch einmal darauf hinweisen, dass ich strikte Anweisungen seitens der Gräfin habe, Wollen Sie Sie zu jetzt mit informieren. mir diskutieren? Bitte, wie Sie meinen. Und wie haben Sie sich das vorgestellt? Wissen Sie, bei uns in Russland gibt es inzwischen eine Menge Leute und sie haben eine Menge Geld. Was sie nicht haben, ist Kunst. Und Sie haben Kunst, also warum kein Geschäft machen? An was für eine Art von Kunst haben Sie denn gedacht? Chagall, Picasso, Kandinsky, ist eigentlich ganz egal. Egal. Wie ist denn Ihre Beziehung zu Kunst? Ach, wissen Sie, für mich ist Kunst in erster Linie eine sichere Einnahmequelle. Verstehen Sie? Ich bin eigentlich an Geld interessiert. Ja, das tut mir wirklich leid, aber so kommen wir nicht zusammen, Herr... Lobov, aber sagen Sie ruhig Boris zu mir. wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, Herr Lobov. Gräfin, es war mir ein Vergnügen, Sie kennengelernt zu haben. Gehört er zu Ihnen? Nein? Hey, hören Sie auf damit! Raus hier, raus! Aber Dalle! So ein Ungeziefer. Ja, Gräfin, falls Sie Ihre Meinung noch mal ändern, können Sie mich jederzeit gerne anrufen. Natürlich. Wiedersehen. Was für eine Zeitverschwendung. Sag mal, wer war das denn? Ein Kunsthändler aus Moskau. Eigentlich eine ziemlich komische Angelegenheit. Sicher, dass euch jemand fotografiert hat? Ja, Charlie hat ihn auch gesehen. Bestimmt irgendein Paparazzo. Das habe ich zuerst auch gedacht.
Aber dann hätte er wenigstens eine professionelle Kamera benutzt. Oder einen Blitz. Das Treffen mit Lobov, das war sehr merkwürdig. Glaubst du, da steckt was anderes dahinter? Ich habe ein ziemlich komisches Gefühl bei der Sache. Komisch, inwiefern? Erst taucht Lobov auf. Ein ziemlich zwielichtiger Typ. Und dann ein dubioser Fotograf, der Bilder von dem Treffen macht? Da ist doch irgendwas faul. Was willst du denn jetzt machen? Ich habe erst mal den Sicherheitsdienst auf ihn angesetzt. Sie sollen rausfinden, wer er wirklich ist. Ein Kunsthändler mit Sicherheit nicht. Du hast dich hoffentlich auf kein Geschäft mit ihm eingelassen. Nein, um Gottes Willen. Da kann doch eigentlich nichts passieren. Ich sehe mal nach Sophia. Ja. Hat Tanja dich angerufen? Tanja. Wieso? Sophia hatte leicht erhöhte Temperatur. Tanja wollte sich wohl darum kümmern. Seit wann hat Tanja eine fürsorgliche Ader? Um ehrlich zu sein, ich habe mich auch sehr gewundert. Da stimmt was nicht. Es hat perfekt geklappt. Carla ist in die Falle getappt. Und hast du die Fotos? Ja, Lobov und Carla in einem vertraulichen Gespräch. Die beiden sind wunderbar zu erkennen. Na, da wird die Presse sich doch freuen. Carla von Lahnstein trifft sich mit international bekannten Waffenhändlern. Ja, das wird ihr das Genick brechen. Na, wie geht's, Sophia? Ist das Fieber runtergegangen? Ja, Sophia geht's wieder gut. Dann war es wohl nur ein Backenzähnchen, das durchgekommen ist. Woher wusstest du, dass Sophia Fieber hatte? Ich habe mitbekommen, wie das Kindermädchen einen Lindenblütentee bei Justus bestellt hat und da habe ich mich um sie gekümmert. Du warst tatsächlich bei Sophia. Ja. Hannes hat das doch schon mal alles durchgemacht und ich hatte das Gefühl, dass das Kindermädchen ein wenig mit der Situation überfordert ist. Tanja, ich möchte nicht, dass du dich um meine Tochter kümmerst. Schon gar nicht in meiner Abwesenheit. Hey, ich hab's nur gut gemeint, ja? Wenn du in der Nähe gewesen wärst, hätten wir dich selbstverständlich dazugeholt. Tanja, ich habe ein Handy. Ich bin jederzeit erreichbar. Carla, wir wissen alle, wie eingespannt du in der Firma bist. Hätten wir dich aus dem Meeting holen sollen, nur weil deine Tochter einen Zahn bekommt? Der Mann, den ich im Schneiders getroffen habe, ist definitiv kein russischer Kunsthändler. Ich habe ihn checken lassen und er ist in der Kunstszene völlig unbekannt. So unfassbar. Ja, mir war die Sache von Anfang an komisch. Der Typ, der hält Kandinsky wahrscheinlich für unbehandelten Rohrzucker. Aber wenn der kein Kunsthändler ist, was ist er dann? Das sollten wir so schnell wie möglich rausfinden. Zumal es ja auch noch diese Fotos gibt. Charlie ist sich auch sicher, dass der Typ gezielt Bilder von mir und diesem falschen Kunsthändler gemacht hat. Könnte es sein, dass Tanja dahinter steckt? Wer sonst? Denkst du, Tanja und Ansgar wollen dir immer noch einen Waffendeal unterschieben? Ja, die Frage können wir erst beantworten, wenn wir wissen, wer Lobov wirklich ist. Aber wie willst du das rausbekommen? Erstmal ist noch unsere Security-Abteilung an ihm dran. Und auf dich kann ich doch auch zählen, wenn es ernst wird, oder? Es gibt so ziemlich nichts, was ich nicht tun würde, um Tanja das Handwerk zu legen. Ich frage mich, was Tanja mit den Fotos aus dem Schneiders vorhat. Sobald wir erfahren, wer mein geheimnisvoller Gesprächspartner war, werden wir es wissen. Glaubst du, die will dich erpressen? Zutrauen würde ich ihr. Wir müssen irgendwie an die Bilder kommen, bevor Tanja damit Blödsinn macht. Wie willst du das denn machen? Willst du sie höflich darum bitten? Der Fotograf hat doch eine Digitalkamera benutzt. Die ist klein, fällt nicht auf. Die Fotos sind auf einem Chip. Kann man in jeden Rechner schieben. Oder in einen Laptop, so wie Tanja ihn benutzt. Genau. Sag mal schnell gute Nacht, bevor es ins Bettchen geht. Ich möchte meiner Mama aber noch die Ritterburg zeigen. Wo ist das Problem? Sie hat ausdrücklich darum gebeten, nicht gestört zu werden, weil sie arbeitet. Tanja arbeitet? Wo denn? Im Esszimmer am Computer. Ich will aber. Weißt du was, Hannes? Ich glaube, du hast eine ganz tolle Burg. Wie sieht die denn aus? Mit einem Tor. Echt? Die musst du deiner Mama unbedingt zeigen, sonst ist sie morgen ganz traurig. Ist schon in Ordnung. Aber ich... Auf meine Verantwortung. Na los, hol die Mama. Ich habe eine Burg gebaut. Hannes, ich muss arbeiten. Kannst du mir die morgen zeigen? Nein, jetzt. Ach, du alter Quälgeist.
Die Ritterburg. Freu dich nicht so früh, Carla. Ich krieg dich trotzdem. Und dann wirst du im Staub liegen und um Gnade winseln. Das schwöre ich. Eigentlich schade um die Fotos. Du bist sehr gut getroffen. Zum Glück kann man das auch von meinem Gegenüber sagen. Also mit den Bildern sollte es kein Problem sein, seine Identität festzustellen. Ja. Aber das weiß doch auch Tanja. Ja, was den Spaßfaktor doch nur noch erhöht. Cheers. Cheers, aber so habe ich das nicht gemeint. Sondern? Ein angeschlagener Boxer ist besonders gefährlich. Das gilt auch für Tanja. Aber was soll sie denn schon für Optionen haben? So ganz ohne Fotos. Sie muss doch mal von vorn anfangen. Das ist nicht ganz sicher. Wie ich Tanja kenne, sind die Fotos doch nur ein Puzzlestück in ihrem Plan. Vielleicht noch nicht mal das Wichtigste. Zumal du nicht vergessen darfst, sie hat einen Partner. Ansgar. Würde mich nicht wundern, wenn die beiden Plan B in der Schublade haben. Du meinst also ohne Fotos? Es wäre doch nicht das erste Mal, dass sein Bruder im letzten Moment einen Joker aus dem Ärmel zieht, mit dem niemand gerechnet hat. Na gut. Was für Optionen können Sie denn noch haben? Aber eins ist sicher, so leicht wie diesmal mit den Fotos werden Sie es uns nicht noch mal machen, Ihre Pläne zu durchkreuzen. Abwarten. Tanjas Versuche sind erbärmlich, wenn sie glaubt, dass sie mich damit nervös machen kann. Trotzdem, wir wissen immer noch nicht, was genau sie vorhat. Na und? Wenn sie alles so schlecht plant wie die Nummer mit den Fotos, dann kommt bei mir nur Mitleid auf. Wer so einen Aufwand betreibt, sollte seine Sachen nicht unbeaufsichtigt lassen. Aufwand vielleicht, aber das war so dilettantisch. Du hättest den Typen erleben sollen. Auf den Fotos hat er nicht gerade ausgesehen, als sei er musisch begabt. Der Typ, der Hanne vielleicht mit Schweinehelfen, aber nicht mit barocken Gemälden. Jetzt bin ich mal auf ihr Gesicht gespannt. Wollt ihr was von mir? Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Immer wieder gern. Wofür? Dafür, dass du meine Fotos nicht so ausgiebig begutachten konntest. Was für Fotos? Na, die von dem Russen, den du auf mich angesetzt hast. Als Kunsthändler. Übrigens ein Totalausfall. Ich bin es zwar gewohnt, für alles verantwortlich gemacht zu werden, aber bitte nicht für das, was sich in deiner Branche tummelt. Darf ich jetzt weiterarbeiten? Darf ich mal? Ups. Hast du sie noch alle? Geht's dir jetzt besser? Kommt darauf an, ob du verstanden hast, dass du mich nicht einschüchtern kannst. Habe ich das versucht? Tanja, du kannst mir nichts anhängen. Und euren Waffendeal werde ich auch verhindern. Auf die Gefahr, mich zu wiederholen. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Keine Sorge. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten. Zur rechten Zeit. Ich platze vor Neugier. Tanja, ich weiß zwar noch nicht, was ihr vorhabt, aber ich werde dahinter kommen. Puh, was für eine Ansage. Fast hätte ich Gänsehaut bekommen. Der Laptop ist wohl hinüber. Ich denke, du ersetzt ihn mir, Carla. Na, was Interessantes aufgeschnappt? Was hätte mich denn wach halten sollen? Tanja und ihre Bemühungen? Wir dürfen nicht unvorsichtig sein. Irgendwas an der Sache beunruhigt mich immer noch. Sie weiß, dass wir sie im Visier haben. Und das verunsichert sie. Isabel, willst du bitte? Ja. Mir gefällt es mir sowieso viel besser auf Ansgars Platz. Da kann man wieder entspannt in die Richtung gucken. Gratuliere, Carla. Du stellst deinen Platz freiwillig zur Verfügung.
Ist vielleicht auch besser bei deiner Paranoia? Hör einfach gar nicht hin. Ich bin hinter ihr her, Ansgar ist hinter ihr her. Sogar ein Kunsthändler ist hinter ihr her. Tanja, wäre es möglich, dass wir hier einfach entspannt frühstücken? Ich mache mir nur Sorgen, ehrlich. Ich bin gerührt. Auch wenn du dir noch so viel Mühe gibst. Du bist nicht so unantastbar, wie du tust. Ja, es ist sehr wichtig. Aber ich kann dir im Moment nicht sagen, um was es geht. Ich muss rausfinden, wer dieser Kerl ist. Danke. Ja, natürlich, du hast was gut bei mir. Tschüss. Bist du fertig? Ja, ich habe gerade mit einem alten Freund telefoniert. Der ist Hauptkommissar. Der leitet die Sondereinheit Organisierte Kriminalität. Ich habe ihm das Bild von Lobov gemailt. Er wird nachforschen, wer dieser falsche Kunsthändler wirklich ist. Das könnte sehr nützlich sein. Ich muss rausfinden, was Tanja und Ansgar vorhaben. Irgendwas läuft gut für die beiden, sonst wäre Tanja heute Morgen nicht so selbstsicher gewesen. Und du weißt, was das bedeutet, wenn es für die gut läuft. Und ob. Es wird richtig eng werden für Carla. Tanja, wenn sie so sauer ist, dass sie sogar dein Laptop demoliert, dann ahnt sie doch was. Nein, ich sag doch, alles ist in Ordnung. Tja, dann frage ich mich, warum du mich anrufst. Ich finde, wir sollten die Sache schneller durchziehen als geplant. Sobald wir in der Holding sind, spreche ich mit unserem Chefbuchhalter. Der soll sämtliche Firmenkonten nach verdächtigen Kontobewegungen überprüfen. Ja. Das kann eine Weile dauern. Oh, Entschuldigung, stören wir? Nein, nein, kommt rein. Wir wollen sowieso in die Holding. Spielen wir. Ich habe bei der Sache ein ganz ungutes Gefühl. Mit Recht. Wir sollten früher zuschlagen als geplant. Ansgar, du musst Druck machen. Was denn? Glaubst du, dass ich hier Däumchen drehe? Der Deal muss über die Bühne gehen, damit das Geld in die Holding zurückfließen kann. Und das wird Carla das Genick brechen. Und zwar ein für alle Mal.